Herzlich willkommen zu unserer heutigen Produktpräsentation Glas Global Schweiz. Mein Name ist Sebastian Hinmüller und wir werden uns jetzt in den nächsten 30 Minuten zusammen das Glas Global Schweiz ansehen. Hier geht es um die Glasstatik nach der neuen Schweizer Norm SIA 2057. Unser Vortrag ist heute in zwei Teile aufgeteilt. Zum einen Teil 1 geht es um eine allgemeine Präsentation, Ihnen einen kurzen Überblick zu verschaffen über die Software, und im Teil 2 werden wir uns dann das ein oder andere Beispiel in der Software ansehen. So, ich mache mal meine Kamera aus. Wir fangen einfach mal an mit der Präsentation. Als erstes geht es hier, wie gesagt, um Glas Global Schweiz. Wir haben hier ein neues Modul für die Glas Global Produktfamilie entwickelt, mit der Sie die Glasstatik nach der Schweizer Norm SIA 2057 ermitteln und nachweisen können. Validierung ist erfolgt durch die Hochschule Luzern. Das heißt, wir haben hier auch ein validiertes Produkt, wo auch die Ergebnisse entsprechend und die Handhabung bezüglich der Schweizer Norm entsprechend validiert wurde. Vom allgemeinen Ablauf hat sich hier auch nicht viel geändert bezüglich der anderen Glas-Global-Produkte. Sie haben die Möglichkeit, in unserem großen Sommer Global dieses Zusatzmodul Glas Global Schweiz entsprechend zu starten, über diese Hauptmaske aufzurufen. Der erste Schritt ist immer bei uns in Glas Global, speziell jetzt auch in der Schweizer Fassung, die Nutzung festzulegen. Das heißt, Sie definieren, bin ich in der horizontalen oder vertikalen Verglasung. Entsprechend dieser Verglasungsart, dieser Stellung, werden dann die Nutzungsarten definiert, und aus den Nutzungsarten definieren sich dann auch über die Nutzungskategorien die Vorbelegung für die Verkehrslasten. Hier in diesem Beispiel sehen wir für die Horizontalverglasung auch eine Nutzlast und eine Punktlast, die entsprechend an der ungünstigsten Stelle aufzubringen ist. Bei den Nutzungsarten, kurzen Überblick, bei den Horizontalverglasungen haben wir zum einen begehbare Verglasung, eingeschränkt auf allseitige Lagerung, nicht betretbare Verglasung und betretbar für Unterhaltsarbeiten. Da geht es einfach darum, für Reinigungszwecke betretbar zum Beispiel oder für Wartungszwecke. Bei der Vertikalverglasung unterscheiden wir zwischen abstandsziehender und Verglasung und nicht zugänglicher Verglasung. Da setzen wir keine Streckenlast an, und bei der zugänglichen Verglasung, die aber nicht abstandssichernd ist, wird eine Streckenlast entsprechend angesetzt. Bei der Geometrie erfolgt natürlich wieder die Festlegung der Form der Verglasung und die Lagerung, entsprechend dann auch die Abmessungen. Bei dem Scheibenaufbau haben Sie die Auswahl zwischen Einfachverglasung, VSG symmetrisch und VSG asymmetrische Anordnung. Das heißt, Sie haben bei der VSG-Verglasung nochmal zusätzlich die Möglichkeit, auch unterschiedliche Scheibendicken innerhalb des VSGs zu definieren. Wind, Schnee und Lawinenlast. Zum einen haben Sie die Möglichkeit, die Windlast manuell zu erfassen. Für die Schneelast gibt es ein Modul, wo auch ein Postleitzahlenverzeichnis für die Schweiz hinterlegt ist, aus der dann die Parameter für die Schneelastermittlung entsprechend bestimmt werden. Und bei Bedarf kann auch zusätzlich noch der Lastfall für den Lawinendruck mit gerechnet und mit nachgewiesen werden. Da handelt es sich dabei um einen Lastfall, der zusätzlich mit an die Lastfälle angehängt wird, und hier auch nochmal eine Unterscheidung zwischen Fließlawine und Staublawine. Das hat dann auch Einfluss auf die verwendeten KMOD-Werte. Bei der Klimalast werden, wie auch in allen anderen Glas-Global-Produkten, die Möglichkeit Ihnen vorgegeben, aus Standardwerten auszuwählen, beziehungsweise auch die Temperaturänderungen und Luftdruckänderungen, die Lasten, die daraus resultieren, anhand von Zu- und Abschlägen zu definieren. Die sind entsprechend der SIA 2057 Tabelle 16 auch in dem
Glas Global Schweiz hier mit hinterlegt. Bei den Ortshöhen ist es das Gleiche. Hier werden auch die spezifisch für die Schweiz vorgegebenen Ortshöhendifferenzen als Standardwerte zum Beispiel vorgegeben. Wir haben ja bei der DIN 1808 haben wir eine Standardwerte von 600 Meter plus und minus 300 Meter. Hier in der Schweiz haben wir zweimal die 400 Meter. Eine kleine Besonderheit gibt es hier auch noch in der Schweiz, in der SIA 2057, das ist die letzte Option Luftdruck bei Produktion berücksichtigt. Das bedeutet, wenn der Druckunterschied bei Einbau und Produktion bereits bei der Produktion berücksichtigt wurde, sei es durch Einpumpen oder Entfernen von Gas, also Über- und Unterdruck zu erzeugen, bereits bei der Produktion, dürfen Sie laut der Schweizer Norm einen plus minus 50 Meter hohen Ortshöhenunterschied ansetzen. Für die Streckenlast wie gewohnt die Möglichkeit, die Angriffshöhe einzugeben und die Last in Kilonewton pro Laufmeter, wobei hier durch die Nutzung, durch die Festlegung der Nutzungskategorie im Vorfeld bereits hier eine Vordefinition der Werte oder der Vorbelegung der Werte stattfindet. Sie können aber natürlich jederzeit auch diese Werte, die vordefiniert werden, auch manuell im Nachgang nochmal ändern. Membranspannung dient dazu, das nichtlineare Tragverhalten von Glasscheiben oder zu berücksichtigen. Gerade bei großen und nahezu quadratischen Scheiben spielt dieser Membranspannungseffekt eine größere Rolle. Das nichtlineare Tragverhalten führt dazu, dass dieses Eigentragverhalten, das diese Membran erzeugt, hier mit berücksichtigt wird und in der Regel bekommen Sie hier dann auch geringere Spannungen und geringere Durchbiegungen. Ist auch nach der SIA 2057 explizit so erlaubt. Zu den Ergebnissen. Die Ausgabe der Ergebnisse erfolgt auf einer Hauptseite, wo nochmal die ganzen Eingangsparameter zusammengefasst werden und dann entsprechend das Hauptergebnis oder das Gesamtergebnis unten angezeigt wird. Wenn man sich dann nochmal den Ergebnisausdruck im Näheren ansieht, bekommen Sie, wie gesagt, auf der ersten Seite die Gesamtübersicht und auf den nächsten oder folgenden Seiten werden dann je Lastfall die Einzelergebnisse für Durchbiegung und Spannung ausgewiesen und entsprechend dann mit den Vorgabewerten und den erlaubten Werten auf der Widerstandsseite entsprechend abgeglichen und entsprechend ausgewertet. Die Lastfälle, die Sie in das System haben oder die Sie im Glas Global vorgegeben haben, damit sind die wichtigsten Lastfälle, die Standardlastfälle in der Regel abgedeckt. Sie haben aber auch jederzeit die Möglichkeit, beliebige besondere Lastfälle nochmal in Einzelfällen zu definieren. Das heißt, jeder Benutzer kann hier eigene Lastfälle mit Angabe der Teilsicherheitswerte von Gamma für Gewicht und für Verkehrslasten, Gamma Q und Gamma G, vorgeben und natürlich auch die Psi-Werte, die Psi-0-Werte in diesem Fall entsprechend mit eintragen. Eine kleine Besonderheit in der Schweizer Norm ist der Nachweis des Bruchzustands, haben wir natürlich auch in der deutschen Norm, aber hier gibt es auch nochmal eine Besonderheit, dass dieser Nachweis des Bruchzustandes theoretisch auch für absturzsichernde Verglasung, also sprich Vertikalverglasung teilweise zu führen ist. Hier haben Sie und natürlich für Horizontalverglasung sowieso. Hier wird die Nachweisstufe, die notwendige Nachweisstufe entsprechend hier der SIA 2057 aus den einschlägigen Tabellen ermittelt. Da gibt es dann diese unterschiedlichen Nachweisstufen. Entweder es muss ein Bruchnachweis geführt werden oder es muss der Nachweis so geführt werden, dass eine Scheibe oder maximal zwei Scheiben brechen und dieser Nachweisbruch wird dann am verbleibenden System entsprechend durchgeführt. Bei dem Nachweis der Stoßsicherheit explizit ist dieser Nachweis in der SIA 2057 so nicht gefordert. Deshalb haben wir das so gemacht, dass wir standardmäßig diesen Nachweis deaktiviert haben. Sie haben aber die Möglichkeit, über diese Vorgaben
diese Voreinstellungen benutzerspezifisch zu sagen, wir wollen jetzt für dieses Projekt diesen Nachweis der Stoßsicherheit zusätzlich führen. Da verweist die SIA 2057 unter anderem auf die DIN 1808 Teil 4. Wenn Sie jetzt diesen Stoßnachweis für absturzsichernde Verglasung aktivieren, wird der Nachweis nach der DIN 1808 Teil 4 zum Beispiel nach dem Anhang C2, dieser rechnerische Nachweis, geführt. Das wird dann auch explizit auf Verweis auf die DIN entsprechend hier auf dem Ausdruck so mit ausgegeben und dargestellt. Wenn Sie diese Stoßsicherheitsnachweis deaktivieren, erfolgt an der Stelle kein Nachweis. Zum Thema Vorschlagsmodul. Wir haben zwei Vorschlagsmodule. Das erste ist auch wie in anderen Glas-Global-Produkten bekannt, das Modul, das die Glasdicken variiert. Damit wird in den vorgegebenen Aufbau bzw. in den vorgegebenen Werten für die Lasten, die eingetragen sind und nachweisen, hier entsprechend die Dicken variiert und die Glasdicken verwendet, die zu einem positiven Nachweisergebnis führen, und ich kann dann hier aus diesen vorgeschlagenen Dicken meine Dicke auswählen. In der Regel wird es die dünnste mögliche Dicke sein, um hier entsprechend den Nachweis zu erfüllen. Die andere Möglichkeit ist das Vorschlagsmodul für die Größenmatrix. Hier haben wir die Möglichkeit, nicht die Dicken zu variieren, sondern die Dicken werden von Ihnen als Nutzer vorgegeben und über eine Matrize werden die Höhen und die Breiten, also sprich die Geometrie, in vorgegebenen Schrittweiten, zum Beispiel hier in 100 mm Schritten variiert, und die Nachweise anhand dieses Formates und anhand dieser Größe geführt. Und somit bekomme ich gerade für Bauwerke oder Bauvorhaben, wo ich möglichst über viele Positionen den gleichen Scheibenaufbau definieren will, vielleicht mit unterschiedlichen Abmessungen, haben wir die Möglichkeit zu sehen, in welchen Größen, ja, Abhängigkeiten hier die entsprechenden Nachweise geführt werden können. Die Module untereinander von dem Sommer Global, also sprich Winnesil T und Wintier S, sind auch wieder kompatibel oder austauschbar zu Glas Global Schweiz. Das heißt, Sie können zuerst in Glas Global Schweiz einen Nachweis führen für einen bestimmten Scheibenaufbau und dann diesen Scheibenaufbau in das Winnesil T übertragen, um da die Strahlung, also sprich UG-Werte, Transmissionsgrade zu rechnen, oder auch in Winter S den thermischen Stress zu rechnen. Und genauso funktioniert das natürlich auch entsprechend andersrum, um hier quasi eine Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Positionen und Eingaben zu haben. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir sehen uns das Ganze direkt mal in der Software an, in Glas Global Schweiz. Wir rufen einmal das Modul auf und hier bekommen wir auch schon die Editormaske, die Eröffnungsmaske. Vielleicht kurzer Hinweis noch zu den Vorgaben, da hatten wir kurz drüber gesprochen. Hier nochmal die Möglichkeit, diese Einstellungen vorzunehmen. Die sind natürlich jetzt hier spezifisch auf die SIA 2057 abgestimmt. Wir haben hier zum einen die Möglichkeit, die charakteristischen Festigkeiten für die unterschiedlichen Glasarten zu definieren und dann natürlich auch diese Teilsicherheitsbewerte. Standardmäßig sind hier die Default-Werte aus der Norm hinterlegt, aber Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, in spezifischen Fällen, auch vielleicht weil es vom Bauvorhaben so vorgesehen ist oder gewünscht ist, hier einzelne Werte abzuändern und entsprechend zu hinterlegen. Das heißt, wenn man hier was abändern würde, dann würde man das aber auch als Vermerk bekommen, dann auf dem Ausdruck, dass sich hier etwas von dem Standard unterscheidet. Wenn ich hier nochmal auf die Standardwerte gehe, bekommen wir hier wieder eine Werkseinstellung sozusagen. Das gleiche gilt für die Durchbiegung, auch hier die Standardwerte aus der Norm hinterlegt, aber trotzdem die Möglichkeit, hier nochmal die Werte abzuändern, wenn es erforderlich ist, warum auch immer. Und eine kleine Besonderheit hier nochmal, da haben wir schon drüber gesprochen, über den Nachweis der Stoßsicherheit, den kann ich hier auch nochmal aktivieren, deaktivieren, aber hier zum Beispiel nochmal eine Besonderheit, auch in der Schweizer Norm, da heißt es zum Beispiel in der Tabelle der KMOD-Werte, dass für Schnee und also für Schneelast bei Ortshöhen über 2000 Meter
nicht die 0,45 zu nehmen sind, sondern da steht in der Fußnote 1 drin, dass bei über 2000 Meter Ortshöhe projektbezogene oder projektspezifische Komoot-Werte zu hinterlegen sind, was auch immer das heißen mag, aber Sie haben hier trotzdem die Möglichkeit, eben auch diese projektspezifischen Werte oder den Wert hier entsprechend dann einzutragen. Gut, dann schauen wir uns einmal als erstes als Beispiel eine Vertikalverglasung an. Das heißt, ich gehe hier mal auf Nutzung. Wir wollen eine absturzsichernde Verglasung der Verglasungsgruppe 1a haben. Standardmäßig wird für den Nachweis des Bruches, wir haben ja auch bei absturzsichernder Verglasung eventuell einen Bruchnachweis zu führen, hier davon ausgegangen, dass die Innenscheibe bricht. Sie können natürlich auch selber das auf Außen setzen oder mal beide Varianten durchrechnen, aber hier haben Sie als Nutzer die Möglichkeit, diesen Scheibenbruch sozusagen von innen nach außen oder von außen nach innen zu definieren. Dann auf der Nutzungskategorie nach SIA 261, Tabelle 20 hier unten, können Sie definieren, welche Nutzungskategorie besitzen wir, was wollen wir gerade einsetzen und entsprechend werden dann hier auch die Streckenlast in dem Fall vorbelegt. Wir lassen das Ganze mal auf A1. Art der Abschrankung ist auch noch so ein Thema. Sie können mal definieren, A, habe ich eine allgemeine Abschrankung, also sehr kurz für die Komoot-Werte, oder sind wir bei Versammlungsflächen oder Fluchtwege, da haben wir laut SIA dann einen anderen Komoot-Wert anzusetzen. Wir belassen das Ganze hier auch auf allgemein und gehen zur Geometrie. Ich will jetzt hier eine Verglasung mit einer Breite von 1500 mm und einer Höhe von 1250 mm rechnen. Allseitig und vertikal belassen wir alles an der Stelle und vom Scheibenaufbau setze ich jetzt hier mal auf der Außenscheibe eine Einfachverglasung an, eine Float-Verglasung mit 4 mm und hier ein VSG mit 2x4 mm, das ist auch schon standardmäßig vorbelegt. Wir kommen zur Windlast, da belassen wir das Ganze bei den Vorbelegungen 1,0 und minus 1,0, hier auch nochmal kurz beschrieben oder ein schematisches Bild, wie das mit den Vorzeichen ist, hier auch jeweils nochmal mit den Fußnoten, damit man hier die Vorzeichen an der Stelle richtig einträgt. Und die Möglichkeit einer Lawinenlast, wenn Sie die Lawine Druck entsprechend auch mit nachweisen wollen, hier einfach Häkchen setzen und noch definieren, handelt es sich um eine Fließ- oder Staublawine und dann kann man hier entsprechend noch die Werte für den Staudruck mit eintragen. Klimalast lassen wir jetzt mal bei den Standardwerten. Das sind die Standardwerte, die auch in der SIA so definiert sind. Dann bei der Ortshöhe lassen wir auch die Standardwerte. Wenn man nichts weiß, belässt man die Standardwerte. Ansonsten, wie gesagt, auch nochmal der Hinweis auf diese Besonderheit. Wenn der Luftdruck bei der Produktion berücksichtigt wurde, könnten Sie auch theoretisch diese plus minus 50 ansetzen, was natürlich jetzt die Last durch Ortshöhe deutlich natürlich verringern würde. So, Streckenlast haben wir ja vorbelegt mit diesen 0,8. Die kamen ja aus der Nutzungskategorie, die wir definiert haben. Membranspannung würde ich jetzt erstmal nicht ansetzen wollen und wir schauen uns mal das Ergebnis an. Dann sehen wir schon hier oben, wir sind mit der Spannung etwas drüber, 2%. Wir können uns mal das Gesamtergebnis anschauen. Wir haben hier natürlich jetzt das erste Blatt Papier. Da wird uns nochmal darauf hingewiesen, welcher Lastfall hier entsprechend zu groß ist und wo das Problem liegt. Und da könnte man sich hier die einzelnen Lastfälle anschauen. Also hier nochmal die Übersicht. Wir haben hier für jeden Lastfall, der hier definiert ist, quasi eine Berechnung für die zulässige Spannung hier auf der rechten Seite und die Vergleich zulässig und vorhandene Spannung natürlich und natürlich auch die Durchbiegung. Ja, wenn wir jetzt merken, wir haben jetzt hier die Spannung überschritten, könnten wir zum Beispiel, um das Ganze mal zu verbessern, die Membranspannung, gerade bei diesen Scheibenabmessungen könnte man mal die Membranspannungseffekt ansetzen, das ist das nichtlineare Tragverhalten und hier würden wir sogar relativ nahe an die 100% bekommen. Also wir hätten jetzt hier einen Nachweis geführt, der hier entsprechend dann auch
so in Ordnung wäre. Hier oben sieht man auch noch gleich den Nachweis des Bruchzustandes. Da wird jetzt anhand der SIA 2057 Tabelle 9 ermittelt, dass es hier keine zusätzlichen Nachweise für den Bruchnachweis erforderlich sind. Das wäre sozusagen diese Nachweisstufe NB0, die hier in der SIA entsprechend definiert ist und somit auch kein Nachweis zu führen wäre. Eine Alternative wäre, wenn wir jetzt die Membranspannung nicht ansetzen wollen, wäre jetzt auch eine Möglichkeit, zum Beispiel, wir speichern das Ganze mal ab jetzt hier unter dieser vertikal einfach, außen nenne ich das Ganze jetzt mal, und wir speichern das ganze System jetzt hier mal ab. Nochmal zur Wiederholung, wir haben hier eine Einfachscheibe an der Stelle, ich habe die Membranspannung ja wieder rausgenommen, deshalb haben wir wieder diese 2% Überschreitung. Wir könnten jetzt hier an der Stelle mal diese Position nochmal kopieren. Das heißt, über diesen Button aktuelle Position kopieren, bekommen wir jetzt eine 1:1 Kopie von unserem jetzigen System. Und jetzt will ich hier an der, nicht eine Einfachverglasung haben, sondern wir machen jetzt auch außen eine VSG-Verglasung. Und das ist relativ schnell erledigt, indem wir hier einfach die Außenscheibe mit Doppelklick auf eine VSG-Scheibe setzen, dann mit 2x4 mm, das belassen wir auch an der Stelle. Und ich sage hier einfach mal rechnen. Und das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, um dieses System nachzuweisen. Das heißt, hier könnte ich das Ganze sogar ohne die Membranspannung anzusetzen, hier nachweisen. Vielleicht auch nochmal der Hinweis, wenn ich jetzt das Ergebnis mir nochmal ansehe, im Ganzen gibt es auch immer die Möglichkeit, das Ganze nach PDF zu exportieren. Das ist relativ einfach. Hier oben einfach auf diesen PDF-Button klicken. Dann bekommen Sie hier die Möglichkeit, das irgendwo abzuspeichern und es öffnet sich dann der Acrobat Reader mit dieser Nachweis und da haben Sie dann diesen Nachweis als PDF, den Sie dann theoretisch dann auch irgendwo ablegen oder als E-Mail versenden können. Dieser PDF-Nachweis wird dann auch in der Datenbank bei dem jeweiligen Projekt gespeichert. Das heißt, Sie müssten das gar nicht mal gesondert archivieren, sondern diese PDF-Dateien werden auch im GLAS Global selber in der Datenbank mitgespeichert. Gut, dann vielleicht noch als Abschluss wollen wir noch eine Horizontalverglasung zusammen machen. Wir legen nochmal ein neues System an. Neue Position. Wir sind jetzt hier mal im horizontalen Bereich. Horizontal. So. Und wir gehen wieder in die Nutzung rein. Wir wählen jetzt hier die Horizontalverglasung aus. Hier haben Sie die Möglichkeit, zwischen diesen Nutzungsarten begehbar, nicht betretbar, betretbar und Unterhaltsarbeiten zu wählen. Wir nehmen uns jetzt mal die Unterhaltsarbeiten. Wir wollen jetzt eine Verglasung betretbar für Unterhaltsarbeiten. Dann bekommen wir eine Kategorie H. Entsprechend werden dann auch hier die Nutzlast, das ist hier eine Flächenlast, die hier angesetzt wird, und eine Punktlast auf der Mitte, an der ungünstigsten Stelle angesetzt. Für die Geometrie will ich mal etwas größere Scheibe nehmen. Wir machen jetzt mal hier eine Breite von 1500 mm und eine Höhe von 2100, 1 zu viel, 2100 mm. Wir belassen das Ganze wieder bei allseitig, Horizontalverglasung und kommen schon zum Aufbau. Hier wählen wir mal eine Einfachverglasung aus, also hier Doppelklick, dann machen wir eine Einfachverglasung aus ESG mit 10 mm. Okay, und hier bei der Floatscheibe, nein, das wollte ich nicht, ich wollte hier eine Einfachverglasung machen mit 10 mm. So, Einfachverglasung. So, zurück, so, genau. Also das belasten wir jetzt mal hier entsprechend mit einer Einfachverglasung und wir nehmen hier 10 mm an. So, und hier auf der äußeren Scheibe, wie gesagt, einfach, und auf der inneren Scheibe eine VSG-Scheibe mit 2x6 mm. So, wählen wir hier aus, da belassen wir Float. Und jetzt kommen wir zur Wind- und Schneelast. Hier würde ich die Windlast wieder standardmäßig bei diesen 1,0 und minus 1,0 belassen. Und wir wollen jetzt hier einen Einbauort haben für Zürich. Also ich habe jetzt mal schon vorbelegt, aber wir können hier natürlich auch andere
Postleitzahlen entsprechend nehmen, aber wir nehmen jetzt an der Stelle mal Zürich. Da bekommen wir entsprechend die Schneelastzone, die Schneezonen und auch die Ortshöhen hier dementsprechend hinterlegt. Normale Windexpression und alles, was hier entsprechend anzusetzen ist, wird hier aus dieser Orts- oder Postleitzahlenverzeichnis genommen und wir bekommen hier eine Schneelast von 0,76 Kilonewton pro Quadratmeter. So, Klimalast würde ich auch wieder belassen wollen, so wie wir das vorher hatten und natürlich auch die Ortshöhe, auch auf den Standardwerten. Membranspannung setzen wir erstmal nicht an und wir kommen zum Ergebnis. Hier wird quasi ein Lastfallbruch jetzt angezeigt. Also rein theoretisch hätte die Scheibe vom Nachweis her funktioniert, rein vom Tragfähigkeitsnachweis und vom Gebrauchstauglichkeitsnachweis, aber hier bei der Scheibe muss ja hier ein Nachweis im Bruchzustand geführt werden und hier haben wir sogar eine notwendige Nachweisstufe von MB3B, das heißt, wir müssen 2 gebrochene Einzelscheiben oder Einzelglasscheiben rechnen und wenn man das Ganze mal hier ganz nach unten scrollt, da kommt ja unten immer mein Nachweis für Bruch und dann sieht man hier schon, dass hier diese 6 mm Floatglasscheibe nachgewiesen wird. Also wenn man sich nochmal in Gedanken zurückerinnert, wir haben außen eine Einfachscheibe, dann haben wir innen eine VSG-Scheibe, das heißt, wenn bei MB3 2 Glasscheiben brechen, bleibt innen eigentlich nur noch diese Float 6 mm und das ist einfach eindeutig zu wenig. Also würde ich hier an der Stelle, um das Ganze dem entgegenzuwirken, an der Stelle hier bei dem Aufbau nicht eine ESG-Scheibe, eine Einfachscheibe nehmen, sondern an der Stelle würde ich eine VSG-Scheibe nehmen und vielleicht nehmen wir auch nicht gleich 10 mm, sondern wir belassen das mal bei 2x4 mm und wir rechnen das Ganze. Dann sind wir aber immer noch bei der Spannung Überschreitung, das heißt, meine Durchbringung ist deutlich zu groß und meine Spannung ist auch deutlich zu groß, um hier jetzt auf einen grünen Zweig oder auf eine Möglichkeit zu kommen, wie wir jetzt hier entsprechend die richtigen Nachweis führen können, kommt jetzt das Vorschlagsmodul ins Spiel. Das heißt, wir haben jetzt unsere Lasten definiert, wir haben unsere Aufbauten definiert, außen, innen VSG, unsere Nutzung und es gibt hier die Möglichkeit über diese Glasdicken Empfehlung schlägt er uns schon vor, es würde funktionieren, außen 2x8 mm ESG und innen würde sogar die 2x8 mm Float funktionieren. Die kann ich dann auch entsprechend auswählen mit Doppelklick und diese Maße übernehmen. Dann hätten wir jetzt hier eine Ausnutzung von 56,85. Woher kommt das? Warum sind wir jetzt so weit drunter? Das liegt wahrscheinlich an dem Bruchnachweis, der jetzt ja auch erfüllt werden muss. Aber wenn man sich mal das Ergebnis anschaut, haben wir ja jetzt hier eine Ausnutzung, jetzt rein für die Tragfähigkeit von 56,85. Aber wenn wir jetzt nochmal ganz nach unten gehen, hier zu unserem Bruchnachweis, dann ist es halt so, dass wir für den Bruchnachweis jetzt werden ja die einfach VSG-Scheibe, die ja da noch übrig bleibt nach dem Bruch, wird jetzt hier nachgewiesen und hier haben wir eine Ausnutzung von 58. Also sind wir jetzt deutlich höher von der Ausnutzung für den Bruchnachweis wie jetzt für eigentlichen Tragfähigkeitsnachweis. Aber das wäre jetzt eine Möglichkeit, wie wir den Nachweis führen könnten. Gut, zum Abschluss schauen wir uns noch mal kurz das Modul Größenmatrix an. Wir haben jetzt eben diese 2x8 mm gewählt mit Außen und Innen, Außen ESG, Innen VSG, zweimal VSG ESG und Innen VSG Float. Und jetzt können wir uns mal die Größenmatrix anschauen und dann sehen wir hier auch schon, dass diese Größenmatrix sagt mir jetzt, dass für alle Abmessungen von 500 x 500 bis 2000 x 2000 würde jetzt dieser Glasaufbau funktionieren. Wir können nochmal das Beispiel nehmen von vorhin, wenn ich nochmal in meinen Aufbau zurückgehe und ich nehme vielleicht jetzt nicht zweimal die 8 mm, sondern wir setzen das Ganze vielleicht mal auf 6 mm zurück. Dann kann man da auch nochmal hergehen und kann sich hier für die Größenmatrix ermitteln lassen. Und hier hätten wir zumindest jetzt für die Spannung wird es funktionieren, aber wenn man sich mal die Durchbiegung anschaut, dann sieht man eben hier, dass es Bereiche gibt, wo die Durchbiegung in der Ausnutzung über die 100% kommt. Hier wird es zwar von der Spannung funktionieren, aber nicht von der Durchbiegung. Gut, das war es eigentlich soweit von meiner Seite. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei unseren nächsten Webinaren wieder teilnehmen würden. Ansonsten bleibt mir Ihnen einfach noch
ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen und besinnliche Tage und vor allem ein gesundes und gutes neues Jahr. Danke und auf Wiedersehen.